Ich möchte dir eine Frage stellen. Wo warst du im Jahr 2016? Wahrscheinlich hast du nicht an Nvidia gedacht. Niemand hat das. Das Unternehmen war bekannt für Grafikkarten, für Gamer, nichts Besonderes. Kein Hype, keine Breaking-News-Schlagzeile. Und trotzdem, wer 2016 10.000 Euro in Nvidia investiert hat, saß wenige Jahre später auf über 1 Million Euro. Nicht, weil er prophetisch war, sondern weil er eine Technologiewelle früh erkannt hat, bevor sie zum Mainstream wurde. Und genau jetzt stellt sich wieder dieselbe Frage. Welche Unternehmen sitzen heute da, wo Nvidia 2016 saß? Genau das schauen wir uns heute an. 5 Unternehmen, 5 unterschiedliche Positionen im KI-Ökosystem. Und warum manche davon in ein paar Jahren zu den bekanntesten Namen der Finanzwelt gehören könnten. Ich bin Christian Rau, willkommen bei Capital Mind AI. Bevor wir zu den einzelnen Unternehmen kommen, müssen wir eines verstehen. Große technologische Veränderungen verlaufen nicht in einer geraden Linie. Sie kommen in Wellen. Die erste Welle bringt die Infrastruktur, die Kabel, die Chips, die Rechenzentren. Das sind die Firmen, die alle kennen und die bereits stark gestiegen sind. Die zweite Welle bringt die Anwendung, konkrete Produkte, echte Nutzen, echte Umsätze. Genau hier befinden wir uns gerade. Und die dritte Welle, die kommt noch, bringt Skalierung, Massenmarkt, neue Marktführer, die heute noch niemand auf dem Radar hat. Ein historisches Beispiel, das Internet. Als Amazon 1997 an die Börse ging, war es ein kleiner Online-Buchladen. In den folgenden Jahren Totalabsturz während der Dotcom-Krise. Viele haben verkauft, die Infrastruktur blieb. Und danach, der Rest ist Geschichte. Wir sind beim Thema KI ungefähr dort, wo das Internet 1999 war. Nicht am Anfang, aber auch nicht am Ende. Mitten in der Welle. Fangen wir an. Aktie Nummer 1, AMD. Wenn du über KI-Hardware sprichst, fällt fast zwangsläufig ein Name, Nvidia. Und das zu Recht. Nvidias H100-Chips sind der de facto Standard für KI-Training. Die Nachfrage ist so groß, dass viele Unternehmen monatelang auf Lieferung warten. Aber genau hier liegt der Denkfehler vieler Anleger. Sie sehen Nvidia als unangreifbar und blenden AMD komplett aus. Dabei passiert gerade etwas Interessantes. Große Technologiekonzerne, Microsoft, Meta, Google, diversifizieren aktiv. Nicht, weil Nvidias Chips schlecht sind, sondern weil kein Unternehmen von einem einzigen Anbieter abhängig sein will. Das nennt sich Lieferkettenrisiko. Und es ist real. AMD hat mit der MI300X-Serie Chips vorgestellt, die in bestimmten Bereichen, insbesondere bei Inferenz, also dem Ausführen von KI-Modellen, mit Nvidia konkurrieren können. Meta hat bereits öffentlich angekündigt, AMD-Chips in großem Umfang einzusetzen. Und jetzt die entscheidende Zahl: Der globale Markt für KI-Chips soll laut IDC bis 2028 auf über 400 Milliarden Dollar wachsen. AMD muss nicht gewinnen. AMD muss nur einen relevanten Teil davon holen. Und genau das ist der Punkt. Aktie Nummer 2 ist ein Unternehmen, das man lieben oder hassen kann. Palantir. Der Name klingt nach Science Fiction. Und die Geschichte des Unternehmens ist es ein bisschen auch. Gegründet nach den Terroranschlägen vom 11. September, ursprünglich finanziert von der CIA, heute tätig für Regierungen, Streitkräfte und Konzerne auf der ganzen Welt. Aber was macht Palantir eigentlich? Stell dir vor, du bist ein Krankenhaus mit 10 Millionen Patientendaten, verteilt auf 100 verschiedene Systeme, in 100 verschiedenen Formaten. Kein Mensch kann diese Daten sinnvoll auswerten. Palantir kann das. Oder du bist die US Army und willst in Echtzeit Truppenbewegungen, Versorgungsketten und Bedrohungslagen koordinieren. Palantir liefert die Plattform dafür. Das Schlüsselprodukt heißt AIP, Artificial Intelligence Platform. Und es wächst. Im letzten Quartal hat Palantir seinen US-Umsatz um über 50% gesteigert. Die Warteliste für Unternehmenskunden ist lang. Warum ist das relevant? Weil Daten das neue Öl sind. Aber nur, wenn man sie raffinieren kann. Und genau das tut Palantir. Das Risiko? Die Bewertung ist hoch. Sehr hoch. Wer hier einsteigt, kauft Potenzial. Kein heutiges Ergebnis. Aktie Nummer 3 kennen die wenigsten. Und genau deshalb ist sie so interessant. ASML. Hauptsitz Veldhoven, Niederlande, Mitarbeiter knapp 40.000. Marktposition absolutes Weltmonopol. ASML stellt Lithografiesysteme her. Das sind Maschinen, die Chipdesigns mit Hilfe von Licht auf Siliziumscheiben übertragen, im buchstäblich winzigen Maßstab von wenigen Nanometern. Ohne diese Maschinen können TSMC, Samsung oder Intel ihre fortschrittlichsten Chips nicht herstellen. Und niemand sonst auf der Welt kann diese Maschinen bauen. Nicht China, nicht die USA, nur ASML. Eine einzige dieser Maschinen, das sogenannte EUV-System, kostet über 150 Millionen Euro. Die Lieferzeiten betragen Jahre. Und die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Was bedeutet das für einen Investor? Egal welches KI-Unternehmen am Ende gewinnt, TSMC, Samsung oder ein neuer Player muss die Chips herstellen. Und für diese Chips braucht man ASML. Es ist das Schaufelunternehmen im Goldrausch. Die Goldgräber kommen und gehen. Wer die Schaufeln verkauft, verdient in jedem Szenario. Aktie Nummer 4 kennt jeder. Und genau deshalb wird sie oft unterschätzt. Microsoft. Du denkst vielleicht, natürlich Microsoft.
Das ist doch offensichtlich. Zu spät. Zu teuer. Aber lass uns kurz nachrechnen. Microsoft hat 10 Milliarden Dollar in OpenAI investiert, den Entwicklern von ChatGPT. Diese Technologie ist jetzt tief in Microsoft 365, Azure und Teams integriert. 300 Millionen Menschen weltweit nutzen täglich Microsoft-Produkte. Und mit jedem Copilot-Abonnement, einem KI-Assistenten, der direkt in Word, Excel und Outlook arbeitet, verdient Microsoft monatliche Gebühren. Azure, Microsofts Cloud-Plattform, wächst mit über 30% pro Jahr. Jede Firma, jedes Startup, jede Behörde, die KI-Anwendungen entwickelt, braucht irgendeine Cloud-Infrastruktur. Microsoft ist einer der 3 großen Anbieter. Das Geschäftsmodell ist entscheidend. Microsoft verdient nicht einmal pro Sale. Es verdient monatlich, jährlich pro Nutzer. Das nennt sich Recurring Revenue, wiederkehrender Umsatz. Und genau das macht Plattformmodelle so wertvoll. Der Preis ist nicht billig, aber die Qualität des Geschäfts auch nicht. Und jetzt zur letzten Aktie. Einer, die wirklich die wenigsten kennen. Super Microcomputer oder kurz Supermicro. Das Unternehmen baut Server. Klingt langweilig? Ist es nicht. Denn KI braucht Rechenzentren. Rechenzentren brauchen Server. Und nicht irgendwelche Server, sondern Hochleistungssysteme, die extremen Anforderungen standhalten, wenig Energie verbrauchen und sich schnell skalieren lassen. Genau das ist Supermicros Spezialität. Das Unternehmen hat frühzeitig auf Liquid Cooling, also Flüssigkühlung für Hochleistungsserver gesetzt. Genau die Technologie, die moderne KI-Rechenzentren dringend brauchen. Der Umsatz ist in 2 Jahren um über 200% gestiegen. Kunden sind unter anderem Nvidia selbst. Denn wer Nvidias Chips in Server einbauen will, kommt an Supermicro kaum vorbei. Wichtig, das Unternehmen hatte in der Vergangenheit Probleme mit Compliance und Reporting. Das ist ein Risiko, das man kennen muss. Hier ist Recherchepflicht, keine Option. Aber als Profiteur eines strukturellen Trends, der nicht vom nächsten Quartalsbericht abhängt, ist Supermicro ein spannendes Beispiel dafür, wie Chancen oft dort entstehen, wo man nicht hinschaut. Wenn du dir diese 5 Unternehmen anschaust, fällt ein Muster auf. Keines davon macht dasselbe. AMD liefert Hardware. Palantir verarbeitet Daten. ASML macht Chipproduktion erst möglich. Microsoft baut die Plattform. Supermicro liefert die physische Infrastruktur. Das ist kein Zufall. Das ist ein Ökosystem. KI ist kein einzelnes Produkt, das ein einziges Unternehmen liefert. Es ist ein komplexes System aus Hardware, Software, Daten und Infrastruktur. Und jeder Teil dieses Systems braucht spezialisierte Anbieter. Das bedeutet, es wird nicht einen Gewinner geben. Es wird viele geben. Und wer das Ökosystem versteht, kann gezielter investieren. Nicht in Hype, sondern in Substanz. Smart Money denkt genauso. Nicht in einzelnen Aktien, sondern in Strukturen. Jetzt der wichtigste Abschnitt dieses Videos. Und der, den die meisten überspringen wollen. Die Risiken. Erstens, Bewertung. Viele dieser Unternehmen sind nicht billig. Sie preisen bereits viel zukünftiges Wachstum ein. Wer enttäuscht, wird abgestraft, schnell und gnadenlos. Zweitens, Technologierisiko. KI entwickelt sich rasant. Was heute der Standard ist, kann morgen überholt sein. Die Geschichte der Technologie ist voll von einst unangreifbaren Marktführern, die vom nächsten Trend überrollt wurden. Drittens, Geopolitik. ASML darf bestimmte Maschinen nicht nach China liefern, auf Druck der USA. Das betrifft Milliarden an potenziellen Einnahmen. Solche Einschränkungen können sich jederzeit ausweiten. Viertens, Zinsen. Wachstumsaktien reagieren empfindlich auf Zinsveränderungen. Steigen die Zinsen, sinkt der heutige Wert zukünftiger Gewinne, das drückt auf Kurse. Das bedeutet nicht investieren. Es bedeutet nicht blind investieren. Verständnis schützt besser als Hoffnung. Die größte Lektion aus all dem ist simpel, aber sie wird ständig vergessen. Der Unterschied zwischen einem guten Investor und einem schlechten ist nicht der Zugang zu besseren Informationen. Es ist die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn andere in Panik geraten und neugierig zu bleiben, wenn andere aufgeben. Nvidia war 2016 langweilig. Amazon war 1999 tot. Apple war 2001 fast bankrott. Die nächste große Welle ist selten laut. Sie ist leise. Und sie gehört denen, die genau dann hinschauen, wenn die meisten wegschauen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, einen anderen Blick auf den KI-Markt zu gewinnen, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Das hilft uns enorm, diesen Kanal weiterzuführen und mehr solcher Analysen zu liefern. Und wenn du keines dieser Videos verpassen willst, abonniere Capital Mind AI. Der Button ist direkt unter diesem Video. Und jetzt die Frage an dich. Welches dieser 5 Unternehmen hältst du für das Spannendste und warum? Schreib es in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen davon. Ich bin Christian Rau. Bis demnächst.